I don't need you, you. I don't need you, you. Yeah, I need a new apartment, my own safe. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und der Micha, euer Kameramann, freut sich wieder dabei zu sein. ganz genau, unser Frühlingsthema hier heute nämlich, guck mal, das ist ein Frühlingskranz mit Narzissen und Perlhyazinthen, Muscari, eine schöne LED-Lichterkerze, alles selber gemacht, alles Natur. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Frühlingsthema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere, ich würde jetzt echt mal sagen, Micha, Frühjahrsdeko, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das können wir, ich glaube, jetzt so langsam können wir mal anfangen, einfach zu sagen, das ist jetzt mal eine Frühjahrsdeko. So, und da, ich wollte normalerweise, es gibt diese Ringe auch ohne Kerzenhalter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wieder jetzt bei Hof Oelkers angefangen und wir haben gerade alles leer geräumt. Und die hatten wir nur noch mit diesem Halter, deswegen habe ich mich dazu entschieden, den hier zu nehmen. Dann habe ich hier noch diese LED-Kerze, die auch mit Timer ist, das ist ganz gut, und mit Fernbedienung. Dann einmal Muscari, dann habe ich hier noch die Narzissen, die schon wunderbar aufgehen. Dann habe ich hier einmal Birkenreisig, hier. Dann haben wir einen Korkenzieherhasel und auf alle Fälle finde ich immer sehr, sehr schön, gerade im Frühjahr das Mühlenbeckjahr. Da habe ich mir auch ein bisschen von abgeschnitten. Und wir haben Moos. Und ich würde sagen, es geht los. So, und die erste Lage ist jetzt hier definitiv Moos. Und genau, ich gehe jetzt hier mit dem Moos ran und mit dem Wickeldraht verzwerbe mir das hier. Braucht man noch nicht mal. Einmal nur so rumlegen und dann ist es auch schon fest. Und ich werde jetzt diesen Ring einmal nur mit Moos umwickeln. Ich wurde gefragt, wie das ist mit dem Moos, ob ich das feucht mache. Also ich habe immer eine Kiste, das sind so schwarze offene Kisten. Die stelle ich nach draußen, die lassen auch die Feuchtigkeit durch, die hat überall Löcher. Und dann habe ich noch bei uns im Schuppen immer Moos in der Tüte und da trocknet das super ein. Und wenn ich dann feuchtes Moos brauche, kann ich natürlich super denn das von draußen nehmen, was in der Kiste ist. Und ansonsten nehme ich das aus dem Schuppen, weil jede Deko ist da wirklich anders. Also manchmal brauche ich eben mehr das nasse Moos und manchmal eben auch trockenes. Genau, so mache ich das immer. Das hier ist jetzt relativ feucht. Das ist wieder so richtig schön mit der Natur, ne Micha? Ja. Genau. Guck mal, ich hatte letztes Mal nämlich die Pflanzen und habe die Erde damit zugetan. Deswegen ist es jetzt hier so einfach ein bisschen, ja, sandig auch gewesen. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich nehme jetzt hier das Mühlenbeckjahr. Ich habe das jetzt einmal nur rumgewickelt. Das muss auch nicht fest oder unheimlich viel Volumen haben, weil ich möchte jetzt gerne mit diesem Mühlenbeckjahr das einmal hier so rumlegen, wie man das eigentlich schön findet. Das muss überhaupt keine Struktur, also jetzt nicht ordentlich rangelegt werden. Ich möchte das einfach ganz natürlich wie in der Natur auch. Legt es rum oder nur vorne. Und ich gehe jetzt hier ganz locker mit dem Bindedraht, den wir ja hier noch dran haben, einmal wieder hier rum. Und das mache ich jetzt rundherum. Ich mache mir einfach ein bisschen Mühlenbeck hier ab und werde jetzt das hier nochmal miteinander verbinden. 아주 우연히 듣게 된
Jetzt habe ich hier so ein längeres Stück. Das könnte man jetzt ganz normal, wenn man die Kränze macht, auch mit Ästen, kann man das hier auch rumwickeln, wenn man das schön findet. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. Aber ich mache das hier jetzt so, dass ich mir das doppelt lege und hier jetzt einmal nur so rumlege und genau, gehe jetzt mit dem Draht nochmal darum. Ganz quer rumgewickelt und ich habe jetzt hier überall ein paar längere von dem Mühlenbeck, ja, und die schneide ich mir jetzt hier einfach nochmal eben mit der Gartenschere oder Rosenschere ab. Finde ich aber ganz schön, wenn die überall noch ein bisschen so abstehen und rausblitzen. Ich finde das ganz niedlich, deswegen mache ich einfach nur mal die ganz lang. Guck einfach mal hier. So, den Wickeldraht haben wir hier noch dran und jetzt nehme ich den Birkenreisig, habe mir jetzt hier die feineren Äste genommen und jetzt gehe ich hier jetzt mit dem Wickeldraht zweimal rum, ziehe mir das fest und den Birkenreisig, den nehme ich jetzt tatsächlich und wickel mir den hier um den Kranz herum. Und jetzt komme ich einfach nur mit dem Draht hinterher und gehe wieder ganz locker hier einmal herum. Und ich finde das sehr, sehr, sehr schön, gerade mit diesen 3 verschiedenen Materialien. Und das sieht doch sehr, sehr gut aus. Und wir zeigen euch das nochmal. Ich habe jetzt hier auch nochmal wieder die Äste in der Hand, so ein paar mir abgemacht. Und hier unten könnte man das jetzt noch ein bisschen, das sieht natürlich nicht so schön aus. Ich schneide mir das hier noch mal eben ein bisschen ordentlich ab. Das war nämlich einfach nur gerissen. Und nehme jetzt hier diese Äste. Ihr könnt die da, ja, ich würde mal sagen, hier so dahinter legen. Und hier habe ich den Draht. Ich gehe jetzt hier nämlich wieder einmal oder auch zweimal rum. Und werde die jetzt wieder hier um unseren Kreis herumlegen. Und auch wieder hier gehe ich ganz locker. Das geht wirklich ruckzuck. Einfacher geht es gar nicht. Und das könntest sogar du, Micha, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt, siehst du. Wir probieren das mal aus. Ich glaube auch. Und hier habe ich noch mal so ein Büschel. Genau, was ich eben meinte, Micha, auf dem Workshop, ne? Ja, das geht. Da könntest du doch mal so einen Kranz machen oder mit jemandem zusammen. Ihr könnt ja mal gucken bei Hof Oelkers auf der Webseite. Da werden die Karten nämlich, sind da auch im Webshop zu kaufen, genau. Und das wäre natürlich klasse, wenn ihr hier aus der Nähe kommt oder auch nicht, einfach mal vorbeikommt und wir zusammen richtig schön so einen tollen Frühlingskranz gefüllt machen und würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt machen wir erstmal diesen und das ist jetzt auch schon mal so ein Frühlingskranz und wir sind gleich am Ende. Nimm den Draht, gehe jetzt hier bis zum unteren Teil. Und guck mal, man kann es auch so ein bisschen unten rüber springen lassen, finde ich auch sehr schön. Das Schwarze muss man ja nicht sehen. Und werde mir das jetzt hier unten richtig schön nochmal festziehen. Und dann schneide ich mir den Rest ab. Und den Rest nehme ich einfach, stecke mir das hier unten rein, drücke mir das fest, nicht pieksen, schön vorsichtig. Und es hält super. Und ich finde das wirklich schön, wenn die hier so überall ein bisschen abstehen. Ich denke, wir lassen das so. Und was ich jetzt noch habe von unseren Korkenzieherhasel, die finde ich auch sehr, sehr niedlich. Und die würde ich nämlich gerne jetzt hier mit in der Mitte einarbeiten. Guck mal, der sieht doch schön aus, oder? Der sieht gut aus, Ja. Der hat jetzt nochmal wieder so einen ganz anderen Ton, weil er ja auch hier jetzt in dieses hellbraune reingeht. Und den werde ich mir jetzt hier einmal wieder fixieren. Einmal mit dem Wickeldraht gehe ich jetzt hier nochmal eben durch. Schneide mir vorher nochmal eben was ab. Das ist ein bisschen schwierig hier. Vielleicht sieht man das, hier ist Anfang und Ende. Und dann zwirbel ich mir das hier einmal nur so ein bisschen fest und drücke mir die Enden hier jetzt nämlich an den Kreis ran und dann hält er auch schon. Das heißt, ich brauche noch nicht mal hier oben das zu befestigen, weil der wirklich super stabil ist. Und ich finde es natürlich schön, dass er super schöne Höhe mit reinbringt, also natürliche Höhe. Und wir holen noch den zweiten. Aber das ist doch ganz schön, oder? Ja, ich habe den zweiten auf der anderen, die Katze ist an den Blumen, an der anderen Seite festgemacht und ich nehme jetzt aber den dritten und werde den hier unten nochmal befestigen
Und ich finde das sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier unten auch noch mal die Äste und auch den fixiere ich mir jetzt einfach noch mal hier mit dem Bindedraht. Gefällt mir wirklich gut. Das ist einmal die eine Seite und einmal hier jetzt die andere Seite. Wenn ihr die auf die Fensterbank stellt, die Deko, dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn man nicht so in die Breite geht. Aber jetzt gucken wir einfach mal hier mit der elektrischen Kerze. Die muss natürlich auch reinpassen und die kann man, ja, da findet man schon den Weg und es, guck mal, passt doch perfekt und ich finde das wirklich, wirklich schön. Wie gefällt dir das, Micha? Ja, sieht super aus. Ist nicht schlecht, oder? Genau, aber wir wollen natürlich ein bisschen Farbe haben und deswegen nehme ich jetzt hier meine Blüher aus den Töpfen und hier habe ich ja nun die Narzissen, die auch richtig schön aufgeblüht sind bis jetzt schon und einmal die Perlhyazinthen. Und die befreie ich mir erstmal von Erde und Wurzeln. Und ich nehme jetzt hier die erste Narzisse. Ich habe hier die Erde so richtig schön abgeschüttelt. Und ich werde dann auch, ich habe so einen Sprüher, die Zwiebel immer schön einsprühen mit Feuchtigkeit. Und die kann man jetzt tatsächlich hier wunderbar, eigentlich, da braucht man nicht mit Draht kommen oder so. Die kann man hier jetzt in die Zweige mit einarbeiten. Und sie hält wunderbar. Guck mal, das sieht doch wirklich schön aus. Und hier unten werde ich jetzt aber nochmal da, wo die Zwiebel ist. Ich mag das ja sehr, sehr gerne mit den Wurzeln. Aber ich werde jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Moos ranlegen auf beiden Seiten. Und dann haben wir unten auch einen super Abschluss. Wenn es nicht halten sollte, dann könnt ihr natürlich auch hier ein bisschen mit Heißkleber arbeiten. Aber ich drücke mir das einfach nur an und es trocknet immer wunderbar ein. Und die zweite Narzisse, die werde ich jetzt hier einfach an den Kreis ranlegen. Und auch hier bin ich jetzt ganz vorsichtig und gucke einfach, wo ich sie in die Äste mit einarbeiten kann. Und auch die hält tatsächlich wunderbar. Ich habe sie jetzt auf meiner Seite. Ich werde sie sonst mal eben rüberlegen, damit ihr die Blüte sehen könnt. Genau. Und jetzt guck mal, jetzt kommt sie nach vorne und sie hält wirklich super. Und auch hier könnt ihr super sonst noch mal mit Moos reingehen. Und ich meine, das hält so, aber ich möchte nur einmal zeigen, man kann es, um es ein bisschen zu stabilisieren, wirklich ein bisschen Moos nur nehmen und das damit ausfüllen und es ist perfekt. Die dritte Narzisse, ich werde das einfach mal jetzt zu euch nach vorne machen. Die möchte ich nämlich gerne hier vorne, also von oben nach vorne hier so reinlaufen lassen, dass sie einmal so von oben runter geht. Das finde ich sehr, sehr schön. Das fügt sich super ein. Und dafür nehme ich jetzt aber den Draht. Ich zeige das, komm noch mal eben nach vorne. Piek mir das einmal hier in die Zwiebel rein. Drehe mir das einmal hier so rum. Und dann könnt ihr die nämlich auch wunderbar hier jetzt reinhängen. Ich finde 3 Narzissen reichen. Ich zeige euch das mal. Wir haben die eine angedrahtet, die anderen beiden einfach nur reingelegt. Und so sieht es auf der anderen Seite aus. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Gerade jetzt hier mit den Blüten, weil die auch schon offen sind. Natürlich ist es wunderbar, wenn die dann langsam sich öffnen. Dann ist es natürlich auch super schön. Und ich nehme jetzt hier die Perlhyazinthen, den Muscari und befreie mir das auch nochmal von der Erde. Die kann man jetzt hier auch super vorne mit reinsetzen. Auch die kann man dann perfekt einfach nur mit einer Spritze schön an der Zwiebel ran, Feuchtigkeit geben. Oder ihr könnt sie einfach abnehmen, in Wasser stellen, ein bisschen vollsaugen lassen und dann ist es auch perfekt. Und ich finde so 3 Stück unten finde ich wirklich gut. Hier mache ich das wie eben gerade bei den Narzissen. Ich piekse einmal in die Zwiebel rein, gehe einmal rum und jetzt kann man die nämlich wunderbar hier im Kranz mit einarbeiten. Guck mal, ich habe hier vorne eben gerade eine rangehängt, fand ich auch ganz niedlich. Das finde ich jetzt ganz süß, wenn wir die hier einfach mal so reinstecken in den Kranz. Genau. Und da kann man die jetzt so super mit eindekorieren, wie man das schön findet. Ich habe noch 2 Stück und mache sie mal eben rein. Und guck mal, jetzt haben wir alle drinne und ich finde, das reicht. Manchmal braucht man gar nicht so viel und der Frühling ist ja doch schon ein bisschen jetzt hier erwacht.
Und da ist unser Frühlingskranz. Und die LED-Lichterkerze, die kann jetzt auch anbleiben. Es ist nämlich dunkel, aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute mit diesem Frühlingsthema inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch, ihr Lieben. Und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und auch Pinterest. Geht langsam los, die Bilder kommen. Ich würde sagen, die nächsten Tage, Micha, jetzt geht's auf Frühling zu, oder? Auf Frühling zu, ja. Ganz genau, ganz bunt und ja, so ganz, ganz leicht geht es jetzt wirklich in diese bunte, tolle Frühlingszeit. Und wir freuen uns sehr. Ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. Fühlt euch ganz doll gedrückt, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau, ihr Lieben. Und guckt hier unten nochmal auf die Webseite zu uns. Da findet ihr auch Dekoartikel, auch Hof Oelkers. Kann ich nur empfehlen. Wir haben super schöne Ware auf Hof Oelkers gekriegt. Und wir sind dabei, das jetzt in den Online-Shop zu stellen. Und es lohnt sich auf alle Fälle. Also bleibt dran, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Now I know I don't need you. I don't need you. I don't need you. I don't need you. Yeah. I make my own decisions. My lifelong mission, releasing inhibitions. I don't need